Servus, servus, grüß euch, mein Name ist Schaf und wir reden heute über dieses gelb-schwarze Ding hier, die Yamaha XSR 700. Ich bin leider noch leicht bis mittelschwer beeinträchtigt von gestern Abend bzw. gestern Nacht. Normalerweise würde ich einen solchen Samstagnachmittag eigentlich dahin vegetierend vor dem Computer verbringen. Leider muss ich das gute Stück schon wieder morgen zurückbringen. Deswegen habe ich mich jetzt noch schnell draufgeschwungen, um ein paar Worte darüber zu verlieren. Denn ein solches Testvideo, das steht auch schon sehr lange auf meiner ewigen Motorrad-To-Do-Liste. Also habe ich mir gedacht, naja gut, wenn du schon mal ein Leihmoped hast, dann ergreifst du die Chance jetzt und versuchst einmal ein bisschen über dieses Ding zu sprechen, Eindrücke zu verarbeiten. Ja. Da muss ich dann natürlich sehr schnell erkennen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man ein solches Testvideo eigentlich am besten angeht. Da habe ich mir gedacht, gut, selber schaue ich ja doch hin und wieder Testvideos. Was gefällt mir an denen eigentlich oder was gefällt mir an denen nicht? Für mich interessant ist eigentlich immer nur, wenn darüber gesprochen wird, wie sich das Motorrad anfühlt und wie man damit fahren kann. Vorausgesetzt, man kann fahren. Ja, also werde ich genau das jetzt einfach mal selbst versuchen. Also ich habe dieses Motorrad bekommen als Dank für ein wenig Selfie-Stick-Akrobatik. Ich hatte es eine ganze Woche, hatte aber leider die ganze Woche, sprich von Montag bis Freitag, eine Blocklehrveranstaltung auf der Uni. Das heißt, ich hatte sowieso keine Zeit zu fahren, außer mal am Abend schnell von A nach B irgendwo hin. Mit Ausnahme eines Nachmittages, nachdem der Himmel draußen ziemlich blau war, die Temperatur ziemlich angenehm und der Unterricht ziemlich langweilig, schrägstrich unnötig, habe ich mir gedacht, gut, es würde definitiv mehr Sinn machen, den Nachmittag auf 2 Rädern zu verbringen als im Klassenzimmer. Die Tage zuvor habe ich durch eine konsequente Kebab-Diät auch ordentlich an Geld gespart, um mir tatsächlich auch wieder mal eine Tankfüllung leisten zu können. Also gesagt, getan, bin ich gleich in der Früh mit der Yamaha zur Uni nach St. Pölten gefahren und habe mich dann dort gegen Mittag verabschiedet, um zumindest einen schönen Ausritt mit diesem schönen Ding zu starten. Bevor ich jetzt aber anfange, darüber zu sprechen, wie sich dieses Ding eigentlich anfühlt und wie man damit fahren kann, muss ich schon noch so ganz kurz ein paar Eckdaten anbringen. Keine Sorge, ich fange jetzt nicht an, so wie es die bundesdeutschen Kollegen ganz gerne tun, hier Datenblätter hinunter zu beten. Das halte ich für wenig sinnvoll, es interessiert in Wahrheit auch niemanden. Genauso wenig werde ich jetzt anfangen, Testberichte von diversen Magazinen oder Videoportalen zu lesen, um mich ein bisschen inspirieren zu lassen. Übrigens, diese sogenannte Inspiration heißt in Wahrheit oft nicht mehr, als dass die diversen Journalisten ganz einfach nicht wissen, was sie über dieses Motorrad schreiben sollen. Und da schaut man dann am ersten Mal nach, was die Konkurrenz so schreibt, und dann schreibt man im Endeffekt genau dasselbe, tauscht einfach nur ein paar Wörter aus. Das ist in der gesamten Medienbranche gang und gäbe, also nicht Medienbranche, sondern im Journalismusbereich. Das betrifft jetzt aber nicht nur Motorradzeitschriften, sondern das ist im Journalismus gang und gäbe, dieses Copy and Paste. Ja. Die Eckdaten, ich werde das so machen. Dieses Motorrad hat um die 190 Kilo, wahrscheinlich vollgetankt, knapp 700 Kubik auf 2 Zylindern, die parallel zueinander stehen. Der Grund, dass ihr jetzt nichts hören könnt, das liegt daran, dass dieses Moped bereits Euro 4 genormt ist, was auf gut Deutsch so viel bedeutet wie das Moped darf circa so laut sein wie ein besonders ambitionierter Staubsauger. Abhilfe dagegen verschafft im Übrigen ein Zubehörauspuff. Ich bin sowieso der Meinung, dass gerade Parallel-Twins mit Zubehörauspuff richtig schön klingen können. Ich werde jetzt vermutlich an dieser Stelle ganz kurz ein Video aus meinem Archiv einspielen, wo ich erst vor kurzem eine MT-07, eine Yamaha MT-07, und es ist ja im Prinzip genau dasselbe Motorrad wie das hier, also die Basis, was heißt die Basis? MT-07 und XSR 700 sind im Prinzip dasselbe Motorrad. Ich sage dann vielleicht später noch kurz, was anders ist, aber der Motor ist auf jeden Fall komplett gleich. Ich bin vor kurzem mit einer MT-07 gefahren, mit einem Zubehörauspuff. Der Sound war der absolute Wahnsinn, hat mich wirklich umgehauen. Ich werde das da jetzt kurz einspielen, damit ihr euch auch was darunter vorstellen könnt, wie sich dieses Ding eigentlich anhören kann, nämlich richtig lauernd. Gut, schön.
ich war noch bei den Eckdaten, also wie gesagt, 2 Zylinder, 700 Kubik, 190 Kilo in Österreich für knapp 9.000 Euro zu haben. Ja, das war's dann auch schon wieder mit den technischen Eckdaten, denn viel mehr weiß ich leider selber nicht. Das macht aber insofern nichts, weil dann können wir gleich zum interessanten Teil weiterspringen. Bevor ich jetzt beantworte, wie sich dieses Ding anfühlt, stellt sich mir immer die Frage, ob die Fahrbarkeit, die dann erreicht worden ist, ob das vom Hersteller auch tatsächlich so geplant war. Und um diese Frage zu beantworten, muss ich mir die Frage stellen, für wen Yamaha dieses Motorrad wohl konstruiert hat. An dieser Stelle könnte ich jetzt wieder wunderschön Wörter platzieren, die in Wahrheit null Informationsgehalt haben. Dann würde ich nämlich Wörter in den Raum werfen wie Vintage, Retrowelle, Hipster, Holzfällerhemd, Holzfällerbart. Schon wissen, ich mache das hier einfach ganz kurz. Ja, die Yamaha wurde definitiv als eine Antwort auf diesen Wunsch nach den modernen Vintage-Retro-Bikes konstruiert. Das heißt jetzt ganz lakonisch dahingesprochen, dieses Motorrad wurde für Hipster gebaut. Und jetzt wird es vielleicht wirklich interessant, weil ich mir die Frage stellen muss, na gut, wenn dieses Motorrad konstruiert wurde, um dieser Retro-Vintage-Schiene gerecht zu werden, was für Ansprüche werden da eigentlich gestellt an das Motorrad? Ja gut, die Ansprüche, die da gestellt werden, das sind in erster Linie Ansprüche an die Optik, würde ich einmal meinen. Leider Gottes bin ich der falsche Typ, um über Optik zu reden, da mir selbst Optik von Motorrädern vollkommen wurscht ist. Ich meine, ich freue mich genauso über schöne italienische Motorräder, besonders dann, wenn ich sie fotografieren oder filmen darf. Aber wenn es um ein Motorrad geht, das ich selber fahren und besitzen soll, ist mir das wirklich scheißegal, wie das Ding ausschaut. Es muss sich einfach nur gut und leicht bewegen lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die diversen Motorradjournalisten schon genug Gedanken über die Optik gemacht haben, ob es den Hipstern gefallen wird oder nicht. Ich überspringe den Punkt jetzt einfach mal und komme endlich zum Thema Fahrbarkeit. Ist es möglich, mit einem Wort zu beschreiben, wie sich dieses Moped fahren lässt? Ja, das ist eigentlich sogar sehr gut möglich. In Österreich würden wir sagen, die Yamaha XSR 700 fährt sich watschen einfach. Watschen einfach für meine bundesdeutschen Zuhörer. Wörtlich übersetzt heißt es eigentlich so viel wie Ohrfeigen einfach, beziehungsweise Backpfeifen einfach. Es steht im Endeffekt einfach nur für einfach, sehr einfach. Nachdem ich jetzt selbst aber Österreicher bin, auch meine sprachliche Herkunft nicht gerne verstecken möchte, sage ich, das Wort, das die Fahrbarkeit dieses Motorrads am besten beschreibt, ist watschen einfach. An und für sich macht das auch total Sinn, wenn man bedenkt, mit welchen Hintergedanken Yamaha dieses Motorrad bauen hat lassen. Ich gehe mal davon aus, dass die da jetzt in erster Linie an Menschen gedacht haben, die das Motorradfahren für sich entdeckt haben, aus, ja, sagen wir mal Lifestyle-Gründen. Also mehr aus Lifestyle-Gründen als aus anderen Gründen. Wieder auf gut Deutsch gesagt, weil Motorradfahren einfach wahnsinnig hip ist derzeit. Es ist total cool, total angesagt. Also, versteht's mich nicht falsch, Motorradfahren ist immer schon cool gewesen und es ist immer noch das coolste Hobby der Welt und das ist sicherlich auch einer der vielen Gründe, warum ich selbst damit vor ein paar Jahren angefangen habe. Aber ihr wisst schon, was ich meine, es ist definitiv in den letzten paar Jahren noch um einiges massentauglicher geworden, das Phänomen Motorrad, und das heißt, Yamaha hat diese Maschine wohl gebaut und sich überlegt, das Ding sollte möglichst einfach zu fahren sein. Denn die Leute, die sich diese Maschine kaufen werden, da kann es durchaus sein, dass die zum ersten Mal überhaupt auf einem Motorrad sitzen. Ja, nachdem ich schon gesagt habe, das Ding fährt sich watschen einfach, brauche ich die Frage nicht mehr zu stellen, ob Yamaha dies gelungen ist. Ich habe sie nämlich schon beantwortet, ja, es ist ihnen gelungen. Was mich aber fasziniert ist, zu welchem Ausmaß ihnen das gelungen ist. Ich selbst komme ja von einer alten CB 500, die ich seit mittlerweile 8,5 Jahren fahre. Ich sage es immer wieder, die alte CB 500 BC26 oder BC32 ist für mich das am einfachsten zu fahrende Motorrad der Welt. Und das heißt, ich besitze für diese Art von Maschinen auch eine gewisse Sensibilität und muss jetzt dazu sagen, das schau her. Das heißt, man könnte sagen, ich besitze für diese Art von Motorrädern durchaus eine gewisse Art von Sensibilität, muss aber trotzdem dazu sagen, dass mich die einfache Fahrbarkeit der XSR 700 dennoch überrascht hat. Und das vermutlich nur deshalb, weil ich vor ein paar Wochen die Möglichkeit hatte, eine MT-07 zu fahren, die ja wie gesagt im Prinzip dasselbe Motorrad ist. Fast dasselbe oder das gleiche. Ich weiß nie, wann man was verwendet. Und obwohl hier jetzt im Prinzip fast die gleichen Bauteile wie auf der MT-07 verwendet werden, ich rede jetzt nicht von den optischen Details, dass optische Unterschiede vorhanden sind, das ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Ich meine jetzt die Teile, die sich tatsächlich aufs Fahrverhalten auswirken. Meines Wissens anders ist tatsächlich
tatsächlich der Lenker, also nicht meines Wissens nach, sondern der ist garantiert anders auf der MT-07. So, hoppala, da taucht jetzt gerade wer im Rückspiegel auf, den werden wir vorbeilassen. Sonst kann ich da nicht in Ruhe palavern. Sehr schön. Also der Lenker ist ein anderer, der ist hier so schön breit und ein bisschen zurückgezogen, also man sitzt dadurch extrem entspannt drauf. Die Fußrasten haben wesentlich längere Angstnippel und ich glaube der Auspuff ist ein anderer. Da könnte man sich jetzt fragen, ja wieso wirkt sich denn das bitte schön auf die Fahrbarkeit aus? Ja, er wirkt sich auf die Schräglagenfreiheit aus, das ist das Problem. Also der Auspuff erlaubt wesentlich weniger Schräglage als der Originalauspuff auf der MT-07. Moment, Blödsinn, das kann ich so gar nicht sagen. Ich bin auf der MT-07 nämlich nicht den Originalauspuff gefahren, sondern einen wunderschön klingenden SC Project. Also wie gesagt, ich glaube, das Fahrwerk ist komplett dasselbe, der Motor ist dasselbe und trotzdem fährt sich dieses Ding vollkommen anders als die MT-07. Wie anders? Wesentlich unbekümmerter, wesentlich leichter, wesentlich entspannter, würde ich sagen. Es war für mich auch wichtig, dass ich am Mittwoch bei meiner schönen Ausfahrt, die ich gemacht habe ich dann zu Ende meiner Runde noch ein paar gute Freunde getroffen unterwegs. Da habe ich dann gleich einen anderen Kollegen die XR 700 fahren lassen, damit ich mir noch schnell eine zweite Meinung hole. Also das erste, dieses Draufsetzen, ich werde das jetzt mal kurz demonstrieren, bleiben wir da einfach stehen. Die XR 700 hat nämlich genau diesen Effekt, den ich jetzt demonstrieren werde. Okay, also da steht sie jetzt, ich kann sie euch so auch kurz zeigen. Die konnte ich übrigens in einer Stunde Ochssattel um die Hälfte reduzieren. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Es geht um diesen Effekt, den dieses Motorrad hat. Und zwar, das ist der folgende. So, aufpassen. Ah, geschmeidig. Genau. Wiederum für die bundesdeutschen Kollegen mit einem etwas engeren sprachlichen Horizont. Dieses geschmeidig, also geschmeidig, das verwendet der Ostösterreicher. Oder ich weiß nicht, tun das die Westösterreicher auch, ich habe keine Ahnung. Verwendet das gerne als Ausdruck sagen wir einfach mal Gemütlichkeit oder des Passens. Wenn man sich auf ein Motorrad setzt und dann sich dazu genötigt fühlt, dieses geschmeidig auszurufen, dann heißt das so viel wie, ja, das passt. Das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an. Die XSR, die tut genau das für mich. Also wie gesagt, ich bin diese aufrechten Mopeds gewöhnt. Ich mag diese Maschinen, auf denen man so ganz gemütlich entspannt oben sitzt. Ich habe mich selten so entspannt auf einem Moped gefühlt, wie auf dem Ding da. Und das Schöne daran ist aber, das Ding fühlt sich nicht nur entspannt an, sondern es lässt sich genau so fahren. Ich habe damit vielleicht meine 20, 30 Kilometer in der Stadt auch zurückgelegt. Der reinste Genuss. Also damit zwischen den Autos durch. Obwohl der Lenker zwar relativ breit ist, ist er nicht ganz so breit wie der meiner CB 500 mit den ausladenden Spiegeln. Und da quasi so ganz gemütlich zwischen den Autos durchzuzirkeln. Herrlich. Das kenne ich von meiner CB. Die lässt sich so leicht aus der Hüfte kicken. Es gibt ja Motorräder, wo man sagt, die muss man bitten, dass sie in die Kurve fallen. Ja, das absolute Gegenteil. Also die fällt von selbst in die Kurve. Und natürlich auch durch diese Sitzposition, durch diesen breiten Lenker, wo ich mit den minimalsten Impulsen sofort ein Ergebnis erziele. Und mir taugt es einfach. Sicher auch, weil ich es gewöhnt bin. Aber ich glaube, das geht allen so, weil jetzt zum Beispiel den einen Kumpel, den ich damit abfahren habe lassen, der hat mir genau das Gleiche gesagt. Und auch die großartige Frau, die dieses Motorrad normalerweise fährt, die ist nämlich sowas wie, blutige Anfängerin. Und die hat auch richtig Spaß auf der XSR. Es fühlt sich einfach alles so spielerisch und so mühelos an. Also was heißt, es fühlt sich nicht so an, sondern so lässt sich dieses Ding fahren. Halt, stopp! Mir ist gestern beim schnellen Durchschauen des rohen Vlog-Videos aufgefallen, dass ich vielleicht noch einmal in aller Deutlichkeit über diesen Vergleich zwischen MT-07 und XSR sprechen sollte, weil das laut mir ganz spannend ist. Obwohl die beiden Modelle eigentlich nicht viel voneinander unterscheidet, ist das Fahrgefühl trotzdem ein ganz anderes. Das habe ich erwähnt. Jetzt muss ich aber nur klarstellen, weil sonst glaubt zum Schluss jemand, dass die MT-07 schwer zu fahren wäre. Nein, das ist sie natürlich nicht. Also die MT-07, die ist natürlich auch dementsprechend leicht und unbeschwert zu bewegen, aber auf der XSR, auf der sitzt man trotzdem entspannter oben. Und die Fahrerei, die fühlt sich auch dementsprechend unbekümmerter an. Also es fällt mir schwer, das anders auszudrücken. Ich würde jetzt einfach wirklich sagen, die XSR, die fühlt sich unbekümmert an. Und der Vergleich ist insofern sicher auch spannend, weil die XSR doch, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, gut 2000 Euro mehr kostet als die MT-07. Da kann man sich dann schon fragen, naja gut, was hat man jetzt eigentlich davon, wenn man diese 2000 Euro mehr
ausgibt. In erster Linie ein Motorrad, das man nicht an jeder Straßenecke sieht, weil die MT-07, die ist eines der meistverkauftesten Motorräder des letzten Jahres in Österreich gewesen und die sieht man wirklich oft und andauernd eigentlich. Was mir persönlich jetzt wurscht wäre, weil ich habe ja gesagt, ich schaue nicht so sehr auf Optik von Maschinen und es ist mir auch wurscht, wie viele andere Leute die fahren, sonst wird das mit der CB500 auch nicht gut funktionieren für mich. Ich versuche mich da jetzt irgendwie kurz zu halten, was mir sowieso nie gelingt und außerdem bin ich gleich am Ziel meines Weges angelangt, wo ich das Motorrad dann zurückgeben muss. Ich würde einfach sagen, die MT-07 ist eine Spur sportlicher, was ihre Sitzposition betrifft und das wirkt sich für mich auch aufs Fahrverhalten aus. Also mit der MT-07 hatte ich überhaupt keine Schwierigkeiten, zügig unterwegs zu sein, während das mit der XSR auch möglich war, aber aufgrund der Schräglagenfreiheit, ja, ist es doch schwieriger bzw. spannender mit der XSR. Also im Prinzip könnte man es relativ leicht zusammenfassen. Für schnellere Fahren würde ich zur MT-07 greifen, fürs entspannte Fahren zur XSR. Also wenn man sich jetzt entscheiden muss zwischen MT-07 und XSR 700, also für mich selbst wäre diese Entscheidung natürlich relativ einfach und man kann es, glaube ich, auf den Punkt bringen. Ich würde die XSR einem jeden empfehlen, außer denen, die ab und zu gerne etwas zügiger unterwegs sind. Mit etwas zügiger meine ich aber schon, ja, also wirklich ambitioniert, weil schnell leer fahren kann man mit der XSR auch, aber wenn es dann richtig knackig werden soll, dann habe ich mich auf der MT-07 schon um einiges wohler gefühlt. Was lustig ist, weil ja die Komponenten an und für sich dieselben sind wie in der XSR, aber offensichtlich durch Sitzposition, Lenker und fühlt sich das dann trotzdem ganz anders an. Und wie gesagt, auf der MT hatte ich beim flotteren Fahren wirklich überhaupt keine Bedenken. Also ich meine, klar, das Fahrwerk von der MT-07 ist auch weich, ist ja dasselbe, aber irgendwie durch den Lenker und durch die Sitzposition fällt das ehrgeizige Fahren doch ein bisschen leichter. So viel dazu. Und diese sensationell einfache Fahrbarkeit und Bedienbarkeit, die kommt nicht nur daher, dass man da so schön oben sitzt, dass sich dieses Ding so leicht bewegen lässt, sondern, und ich würde mal meinen, das ist wahrscheinlich sogar die wichtigste Komponente für dieses Feeling, der Motor, der ist da genauso verantwortlich. Da muss ich dazu sagen, das habe ich über die diversen MT-07-Tests mitbekommen. Der Motor von diesen Motorrädern, der ist von der internationalen Presse bis in den Himmel und darüber hinaus gelobt worden. Ja, meine Meinung dazu: Das kann ich 1:1 unterschreiben. Der Motor ist der absolute Wahnsinn. Und bitte bedenkt da jetzt die Preisklasse. Das ist ein verhältnismäßig günstiges Motorrad. Und in dieser Preisklasse einen solchen Motor zu haben, wirklich sensationell. Abgesehen davon, dass man den Motor mit Originalauspuff leider nicht hört. Aber wie gesagt, das ist nicht die Schuld von Yamaha, sondern das ist die Schuld der Euro 4 Norm. Das wäre im Übrigen wahrscheinlich das einzig positive Argument für einen EU-Austritt, die Euro 4 Norm. Wurscht, vergesst mal das, der Motor ist wirklich eine Wucht. Und zwar nicht, weil er einfach so unfassbar brutal anreißt und unendlich viel Power hat, nein, sondern wiederum die Charakteristik. Wenn ich das Wort Charakteristik verwende, dann muss ich sofort an das Wort Charakter denken. Gerade mit dem Originalauspuff Charakter hat er wahrscheinlich keinen. Das gesamte Motorrad hat im Originalzustand relativ wenig Charakter, laut meiner Meinung. Aber dieser Motor ist nach dem unfassbar unkomplizierten Handling garantiert der zweitgrößte Pluspunkt für mich. So, da musste ich jetzt wieder kurz den Akku wechseln, also weiß ich nicht genau, wo ich stehen geblieben bin. Ich wollte aber gerade anfangen, über den Motor zu sprechen, über diesen wirklich sensationellen Zweizylinder-Motor. Vielleicht ist er mir auch aufgrund der fehlenden Klangkulisse am Anfang so harmlos vorgekommen. Ich bin da am Mittwoch gestartet Richtung Topfenstrudel und Melange, bin dann 3 bis 4 Mal über den Circuit die Ochsattel drüber. Das ist ein extrem kurviges und an und für sich auch relativ forderndes Stück Asphalt, denn ich war natürlich interessiert daran, wie und ob ich mit der XSR auch schnell fahren kann.
als ich da anfangs der Woche immer wieder ein paar Minuten in der Stadt unterwegs war, da hatte ich ja überhaupt keine Möglichkeit, den Motor auch nur ansatzweise auszutesten, beziehungsweise ein bisschen höher zu drehen. Und ja, als ich dann so die ersten paar hundert Meter im Freiland zurückgelegt habe, da war ich dann wirklich erstaunt. Ich weiß nicht, woher der Motor diese Kraft nimmt. Ich glaube, er hat 68 Newtonmeter Maximum, wie gesagt 75 PS. Kriegt nicht besonders viel. Ich meine, an und für sich für die Straße schon ein sehr, sehr guter Wert. Meiner Meinung nach braucht es nicht viel mehr als 100 PS auf der Straße. Aber trotzdem würde man sich da jetzt eigentlich wirklich nicht viel erwarten. Aber wenn es dann oben sitzt und einmal ein bisschen am Hahn ziehst, Holladrio, sage ich nur. Aber wie sich diese Kraft entfaltet, so dermaßen, ja, fast schon unspektakulär, es fühlt sich so kontrollierbar, es fühlt sich so wieder so einfach an. Und man merkt am ersten Moment gar nicht, dass man schon relativ zügig damit unterwegs ist. Also wie gesagt, dieser Motor, ein wirklich breit nützbares Drehzahlband, ab 3000 Touren kann man damit schon Spaß haben. Und natürlich, wenn man dann anständig fährt und den da in den höheren Drehzahlbereichen hält, da geht richtig was weiter, sage ich euch. Das gilt jetzt aber allerdings nur für den Motor. Denn ich muss leider Gottes trotzdem zu dem Urteil kommen, dass ich persönlich mit den Fähigkeiten, die ich besitze, ich kann mit der XSR 700 nicht schnell fahren. Und da meine ich jetzt ein schnell im Sinne von, denkt an meine CB500 Videos. Diese Kurvengeschwindigkeiten wie mit der CB, die schaffe ich mit der XSR nicht. Die XSR hat nämlich an und für sich nur einen tatsächlichen Nachteil, muss im Übrigen nicht für jeden ein Nachteil sein. Sie ist als ein Ganzes extrem weich abgestimmt. Du hast auch beim Fahrwerk bis auf die Vorspannung, die man verändern kann, hast du keine Möglichkeiten, irgendwas einzustellen. So wie das Fahrwerk funktioniert, ja, es trägt zu diesem Gefühl der Geschmeidigkeit bei. Also deswegen macht sie ja auch in der Stadt und so weiter so viel Spaß, weil das Fahrwerk, das tut nicht weh. Wenn du über einen Kanaldeckel drüber fährst, dann kriegst du nicht diese Stich ins Kreuz, wie wenn du jetzt auf einer Italienerin unterwegs bist, sondern es ist einfach, boah, super, mir doch scheißegal, ich fahre wie ich will, da sind ein paar Bodenwellen, das ist dem Moped vollkommen wurscht. Aber wenn man dann halt ein bisschen ambitionierter fahren möchte, ja, ich meine, ich bin es von der CB500 gewöhnt. Muss ich dazu sagen, zum Beispiel meine 22 Jahre alte CB, die schaukelt weniger als die hier. Und das ist, ja, suboptimal, sage ich mal. Jetzt muss ich nur besonders darauf achten, dass ich hier wirklich klar mache, ich spreche aus meiner Sicht. Aber das ist das Bedenkliche, denn wie schnell fahre ich schon? Ich meine, ich habe noch nie irgendwelche Schräglagentrainings gemacht, ich war noch nie auf der Rennstrecke. Ich glaube nicht, dass ich allzu schnell unterwegs bin, aber selbst ich kann mit dem Ding eigentlich nicht mehr uneingeschränkt schnell fahren auf der Straße. Und jetzt nicht deswegen, weil der Motor zu stark wäre und ich in Geschwindigkeitsbereiche komme, die auf der öffentlichen Straße nichts mehr verloren haben, sondern wenn man das Ding in einer forschen Gangart bewegen möchte, dann wird es eine ziemliche Schaukelpartie. Mein enorm geschätzter Mechanikerfreund, der Johnny, hat das wunderschön beschrieben, gar nicht beschrieben, sondern einfach nur ganz beiläufig erwähnt, Badewannengefühl. Und ich glaube, damit hat er gemeint, dieses hin und her schwappende der Badewanne. Wenn man sich in der Badewanne ein bisschen bewegt, dann schwappt das Wasser hin und her. Ja, das gleiche hast du jetzt, wenn du mit der XSR eine holprige Kurve scharf anbremst, das Zwischengas beim Runterschalten nicht hundertprozentig genau erwischt, das heißt ein bisschen Unruhe in das ganze Drum reinkommt, dann hast du auch diesen, ja, hin und her Schwappeffekt wie in der Badewanne. Was jetzt auf diesem Motorrad ein zusätzliches Problem war, ist die zu geringe Schräglagenfreiheit. Und zwar hat man da leider Gottes von Werk aus so pervers lange Angstnippel unter den Fußrasten drunter. Ich weiß nicht genau, was die für einen Sinn und Zweck haben. Ich habe früher immer geglaubt, dass man das irgendwie so als Sicherheitsindikatoren oder was weiß ich was verwendet, damit man weiß, im Sinne von, wenn die streifen, muss Schluss sein, weil sonst kommt gleich ein Bauteil wie Auspuff oder so, das als nächstes aufsetzt. Allerdings gibt es da meiner Meinung nach zum Beispiel auf der linken Seite keine Bauteile, die aufsetzen könnten, außer der Seitenständer vielleicht, aber das ist ja wurscht. Ja, also insofern, ich weiß nicht genau, was diese elendslangen Angstnippel da unten verloren haben. Auf der rechten Seite lasse ich es mal einreden, weil auf der rechten Seite sackt der Auspuff ganz gerne durch. Ist mir am Ochsattel leider auch passiert, dass ich diesen Blechstummel da unten ein bisschen angeschliffen habe. Also auf der rechten Seite könnte es schon Sinn machen, wenn man sozusagen weiß, okay, das ist super, das macht dann Spaß, aber gleich kommt der Auspuff, Obacht. Jetzt denkt sich der ein oder andere vielleicht, na hoppala, seit wann hat der Schaf ein Problem mit Angstnippeln? Der streift doch eh so gern Fußrasten. Es ist vollkommen richtig. Allerdings sind diese
diese langen Angstnippel auf diesen Fußrasten, auf diesem Motorrad ein tatsächliches Sicherheitsrisiko. Und ich werde da jetzt kurz stehen bleiben, um euch das mal zu demonstrieren. Das Problem ist nämlich folgendes, wenn ich da oben stehe, also ihr müsst euch vorstellen, ich fahre jetzt, das ist mein rechter Fuß auf der Raste und sobald jetzt dann die Raste da unten streift und ein bisschen hochklappt, hat es mir hinten bei der Halterung von der Sozius Fußraste, hat es mir dann den Stiefel da so eingezwickt. Und das heißt, mein Stiefel war dann zwischen dem Teil und dem Teil eingeklemmt und das heißt auch die Raste hatte dann kein freies Spiel mehr nach oben und da wird es dann gefährlich. Gut, ich sehe aber gerade ein allzu großes Problem ist es in Wahrheit nicht, wenn man das da einfach abschrauben kann. Müsste man sozusagen abnehmen, wenn man ein bisschen ambitionierter unterwegs sein möchte. Das muss ich auch noch kurz einwerfen, weil ich jetzt gerade weggefahren bin und mir das wieder eingefallen ist. Was ebenso zu dieser Geschmeidigkeit beiträgt, also nicht nur dieser herrliche Motor, sondern auch das Getriebe dazu ist ein Traum. Also da kann man so dermaßen entspannt, auch ohne Kupplung durch die Gänge durchschalten, rauf, runter. Ich demonstriere das einmal kurz, rauf, runter. Super, wirklich. Ich habe ja eigentlich gerade über das ambitionierte Fahren mit der XSR gesprochen, habe da mein Problem geschildert, dass ich mit den langen Angstnippeln und meinen Stiefeln hatte, die es mir dann hinten dadurch eingeklemmt hat bei der Sozius Fußrastenhalterung. Aber wie gesagt, so diese Dinge lassen sich ja total leicht austauschen. Was halt leider Gottes bleibt, ist das Fahrwerk mit Badewannencharakteristik, das einen in wirklich forscher Gangart doch ordentlich aufschaukelt. Und da denke ich mir halt, wenn das schon für mich zu einem Problem wird, wo ich von Rennstrecke und dergleichen noch überhaupt keine Ahnung habe, also vom echten Schnellfahren überhaupt nichts verstehe. Also ich könnte das Motorrad wirklich jeden Motorradfahrer empfehlen, mit Ausnahme von denen, die halt gern so fahren, wie ich es manchmal auch gern tue. Jetzt mache ich noch einen schnellen Einwurf. Ich kann nämlich was zur Bremse auch sagen, was nämlich sehr interessant und für mich ein bisschen unverständlich ist. Ich habe in der Zwischenzeit gegoogelt, die Bremse auf MT-07 und auf XSR 700 ist die gleiche. Auf der MT-07 war mir die Bremse eine Spur zu schwach und obwohl hier angeblich dieselbe Bremsanlage verbaut ist, also die Bremse von der XSR, die war mir auf keinen Fall zu schwach. Was aber ein Problem war, bei forscher Gangart, also wenn einmal das ganze System, das ganze Werkel einmal auf Temperatur ist und unter Druck steht, dann ist die Bremse verdammt schwer zu dosieren und das, obwohl ich mit einem Finger bremse. Hat mir übrigens der Kollege, der dann auch mit der XSR gefahren ist, hat mir das ebenfalls bestätigt. Der hat ebenso Probleme gehabt, die Bremse fein zu dosieren. Bei forscher Gangart ist es mir wirklich schwer gefallen, da ein Mittelding zu finden zwischen ein bisschen mitbremsen und ABS auslösen. Das ist übrigens auch ganz spannend. Das ist das erste Mal, dass ich mehr als ein paar 100 Meter mit einem Motorrad fahre, das ABS hat. Und ich bin ja hin und weg. Ich meine, wie geil ist denn das bitte? Da kannst du einfach mal ohne Rücksicht auf Verluste voll in die Bremse reinlatschen. Ich demonstriere das sehr gerne. Das ist das Allergeilste. Jetzt ist mir sogar das Moped abgestorben. Da ist es wieder. Also für jemanden wie mich, der von einer alten Gurken kommt, wo jegliche Elektronik noch weit weg ist, also so eine ABS-Bremse ist schon lustig, muss ich sagen. Wie sich das am Hebel anfühlt. Ist mir sogar auch übrigens aufgefallen, also auf besonders grippigen Asphalt, da geht das Heck in die Höhe, bevor das ABS greifen kann. Finde ich super. Was mir da dann aber auch gleich negativ aufgefallen ist, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mit diesem ABS-Selbstvertrauen jetzt besser bremse. Also ich glaube, dass die Bremswege auf meiner CB500 ungefähr dieselben sind, weil das fühlt sich jetzt wenn ich in der CB500 ordentlich in die Bremse reingreife, fühlt sich das von der Bremskraft, vom Druck her jetzt eigentlich nicht anders oder schwächer an. Und ich hatte sogar einen Moment bei forscher Gangart, da habe ich einmal halt wieder ins ABS reingebremst und dann hat mir der Sensor, warum auch immer, für knapp eine Sekunde 70% meiner Bremskraft weggenommen. Ich meine, klar, ich fahre auf der Straße so, dass ich für so etwas Reserven habe, dass so etwas quasi noch mit einkalkulierbar ist. War aber trotzdem durchaus unangenehm. Also wenn es jetzt da, so wie da jetzt, auf ein Eck zufährst und dich verlässt, dass du da voll reinzangeln kannst und dann hast du mal für eine knappe Sekunde auf einmal so gut wie keine Bremskraft mehr. Ja, also ja, unheimlich, sagen wir so. So, das war jetzt noch ein Einwurf. Ich kann jetzt aber eigentlich schon zu meinem Fazit kommen. Wie gesagt, der Motor mit erstaunlich viel Power, dieses wunderschön funktionierende Getriebe dazu, diese super entspannte Sitzposition. Also das Moped, das bereitet einem wirklich Spaß und sonst gar nichts.
Also jetzt habe ich im Prinzip eigentlich eh schon damit angefangen, aber jetzt kann ich auch hochoffiziell zu einem Fazit kommen, was die Yamaha XSR 700 betrifft. Damit wir die einzig negative Meldung gleich am Anfang sagen und es erledigt haben, für mich wäre die XSR 700 nix. Ich meine, ja klar, wieder als Dritt- oder Viertmotorrad sehr gerne, aber für meine bevorzugte Gangart ist sie nicht geeignet. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und das ist in dem Fall eigentlich viel wichtiger, weil ja, meine Wünsche und Anforderungen an ein Motorrad sind dann doch etwas spezieller als die der Allgemeinheit. Also ich übertreibe ganz und gar nicht, wenn ich sage, ich würde die XSR wirklich jedem Motorradfahrer empfehlen. Es ist ein ähnlicher Effekt wie bei meiner CB 500. Ich habe das an und für sich auch schon so angerissen in meinem Vlog, den ich einmal über die CB 500 aufgenommen habe. Den könnt ihr hier sehen. Warte, ich hau da auch einen Link rein. Ein Motorrad wie die Yamaha XSR, das ist so, das erinnert einen halt einfach wieder daran, wie leicht, wie mühelos, wie unkompliziert Motorradfahren eigentlich sein kann. Wenn jemand von diesen Draufsetzen, Wohlfühlen und Losfahren redet, dann hat er wahrscheinlich von der XSR 700 gesprochen. Mir geht es so, wenn ich mich auf eine alte CB 500 setze, dann fühle ich mich auf der wohl von Sekunde 0 an. Und jetzt, so wie ich mich auf die XSR 700 gesetzt habe, ich habe ganz kurz gebraucht, weil der Haltepunkt von der Kupplung ist ein ganz anderer wie bei meiner Honda, aber sobald ich den Intus hatte, also ich fühle mich auf dem Motorrad wie als ob ich damit seit 10 Jahren fahren würde. Das ist sowas von herrlich. Deswegen spreche ich da auch mal wieder jene Fraktion an, ihr wisst schon, die mit den größeren Ego-Problemen, die der Meinung sind, dass ein solches Motorrad nicht ausgewachsen genug ist, nicht stark genug ist, um Spaß zu machen. Ich glaube, ihr würdet schnell draufkommen, wenn ihr euch einmal auf so ein Moped draufsetzt, auf dem ihr nicht gleich automatisch verkrampft und auf dem ihr euch nicht fürchtet in erster Linie, dann würdet ihr auch draufkommen, wie viel Spaß das eigentlich macht. Das ist nicht diese Art von Spaß, die man hat, wenn man das Messer zwischen den Zähnen hat, das ist auch schön. Ich fahre auch gern mit dem Messer zwischen den Zähnen und das auch mit gescheiten Böcken, ja, wo es um was geht. Das ist auch herrlich. Das ist eine andere Form des Spaß. Es ist die maximale Unbekümmertheit, die man auf 2 Rädern spüren und fühlen kann, meiner Meinung nach. Das hat mein Haberer Kumpelfreund, der hat es auch so schön gesagt. Danke Lukas für, ich fladere das jetzt ein, also du tust nicht fladern, sondern, Entschuldigung, ich lasse mich inspirieren, weil der hat dann so gesagt im Gespräch, so irgendwie so beiläufig, also der fährt ja selber eine Daytona und eine Speed 4, ist also eh schon ganz gut ausgerüstet und der hat dann gesagt so, ja, aber eigentlich brauchst du sowas auch, also mit sowas, die da meinend. Und eigentlich hat er vollkommen recht. Wenn man jetzt nicht gerade ein etwas speziellerer Typ Motorradfahrer ist wie ich, beziehungsweise nicht gerade einer ist, der am liebsten auf die Rennstrecke fährt und sonst nirgendwo hin, dann würde ich zu diesem Motorrad nicht sagen, dass man es eigentlich auch braucht, sondern wahrscheinlich braucht man gar nicht mehr als das. Und ich bin mir an und für sich sogar sehr sicher, dass es da wirklich einem überragenden Teil der Motorradfahrer ähnlich wie mir gehen würde, wenn sie sich zum ersten Mal auf dieses Moped draufsetzen. Und um zu beschreiben, wie es mir gegangen ist, in Wahrheit war es eigentlich eine Art von Aha-Erlebnis. Ich habe im letzten Jahr dann doch einmal endlich ein paar andere Motorradmodelle auch ausprobieren können und erst dadurch habe ich dann eingesehen, welchen Wert eigentlich meine CB 500 für mich hat, weil sie sich einfach so dermaßen spielerisch bewegen lässt. Und Aha-Erlebnis deshalb, weil das war jetzt das erste Motorrad seit langem, wo ich auf einmal dieses CB-Feeling hatte. Dieses, das ist ja easy, das ist ja geil. Das ist ja, das fährt ja wie von selbst. Also noch einmal, ich kann eine Probefahrt, ich meine gut, da muss ich aber auch dazu sagen, ich persönlich, ich würde alles Probe fahren, was man Probe fahren kann, weil ausprobieren muss man alles. Aber ganz besonders kann ich sie jenen Menschen ans Herz legen, und zwar diesen ego-verstörten Individuen, die immer wieder diese Phrasen dreschen wie Motorräder, die zu schwach sein sollen, Motorräder, die nicht hart genug sein sollen. Bitte setzt euch auf dieses Ding, sucht euch ein paar schöne Kurven oder von mir aus fahrt auch nur in der Stadt damit, weil auch in der Stadt macht es schon so einen großen Spaß und ich bin sehr, 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 sehr sicher, dass es den meisten genauso gehen wird wie mir.